Schau dir diesen Spiegel an. Er ist kleiner als deine Handfläche. Er hängt an einer Wand in einem Schlafzimmer in Brügge, gemalt vor fast 600 Jahren. Und in seiner Wölbung versteckt sich etwas, das dort nicht sein sollte. 2 Gestalten. Sie stehen im Türrahmen. Du siehst sie nicht, wenn du das Bild normal betrachtest. Aber der Spiegel sieht sie. Und über dem Spiegel steht ein Satz, der alles verändert. Das ist die Arnolfini-Hochzeit von Jan van Eyck. Und sie ist nur der Anfang, denn in den berühmtesten Gemälden der Welt verstecken sich Dinge, die du noch nie bemerkt hast. Melodien, Totenschädel, Könige, die gar nicht im Raum stehen und ein Schrei, den niemand ausstößt. 5 Gemälde, 5 Geheimnisse. Fangen wir an. 1434. Ein Mann und eine Frau stehen in einem dunklen Zimmer. Er trägt einen riesigen Hut und einen Pelzmantel. Sie legt ihre Hand auf seinen Arm. Es wirkt wie ein Hochzeitsbild. Reichtum, Schmuck, ein kleiner Hund zu ihren Füßen. Aber schau genauer hin. Der Konvexspiegel an der Rückwand ist unmöglich groß für diese Zeit. Solche Spiegel konnten damals nicht in dieser Größe hergestellt werden. Van Eyck hat ihn absichtlich übertrieben. Warum? Weil er etwas zeigen wollte. Schau in die Wölbung. Du siehst den ganzen Raum. Du siehst die Rückseite des Paares. Und du siehst 2 Gestalten, die gerade durch die Tür kommen. Eine davon trägt rot. Das ist, so glauben Kunsthistoriker, Van Eyck selbst. Jetzt schau über den Spiegel. Dort steht in geschwungener Schrift: Jan van Eyck war hier. 1434. Keine normale Signatur. Ein Maler schrieb nicht „war hier“, ein Zeuge schrieb das. Van Eyck unterschreibt nicht als Künstler, er unterschreibt als Anwesender. Und jetzt achte auf den Rahmen des Spiegels. 10 winzige Medaillons. Jedes zeigt eine Szene aus der Passion Christi. Auf der Seite des Mannes Szenen aus dem Leben Christi. Auf der Seite der Frau Szenen seines Todes. Warum der Tod auf ihrer Seite? Weil seine Frau Costanza Trenta vermutlich bereits tot war, als Van Eyck das Bild vollendete. Sie starb 1433, ein Jahr vor der Datierung des Gemäldes. Infrarotuntersuchungen zeigen, dass Van Eyck nachträglich Symbole des Todes hinzufügte. Der Kronleuchter über dem Mann brennt eine Kerze, über der Frau ist sie erloschen. Dieses Bild ist kein Hochzeitsporträt, es ist ein Erinnerungsbild. Ein Mann, der seine tote Frau noch einmal neben sich stehen lässt, für immer. Mailand, Santa Maria delle Grazie. An einer Refektoriumswand hängt das berühmteste Wandbild der Welt. Leonardo da Vinci brauchte 4 Jahre dafür. 13 Figuren sitzen an einem Tisch. Du kennst die Geschichte. Einer von ihnen ist ein Verräter. Aber was, wenn in diesem Bild noch etwas anderes versteckt ist? Etwas, das man nicht sehen, sondern hören kann? 2003 begann der italienische Musiker Giovanni Maria Pala, das Bild auf eine Weise zu untersuchen, die noch niemand versucht hatte. Er zeichnete 5 Notenlinien quer über die Szene, zwischen der Tischkante und den Gesichtern der Apostel. Dann markierte er die Positionen der Brotlaibe auf dem Tisch und die Hände aller 13 Figuren. Jede Hand, jedes Brot, eine Note. Aber als er die Noten spielte, ergab sich nichts, nur Chaos. Dann drehte er die Leserichtung um, von rechts nach links, und plötzlich entstand eine Melodie, 40 Sekunden lang, langsam, feierlich, wie ein Requiem. Warum von rechts nach links? Weil Leonardo Linkshänder war. Er schrieb seine Notizbücher in Spiegelschrift, von rechts nach links, lesbar nur mit einem Spiegel.
Die Apostel sitzen in Dreiergruppen. Palla interpretierte das als Dreivierteltakt. Die Melodie klingt am besten auf einer Orgel, dem Instrument, das zu Leonardos Lebzeiten für geistliche Musik verwendet wurde. Alessandro Vezzosi, Direktor des Leonardo-Museums, nannte die Entdeckung plausibel. Leonardo war nicht nur Maler. Er spielte Lyra. Er entwarf Instrumente. Er schrieb musikalische Rätsel, die man rückwärts lesen muss. Niemand kann beweisen, dass Leonardo diese Melodie absichtlich versteckt hat. Aber die Noten passen. Der Rhythmus stimmt. Und der Klang ist kein Zufall. Er ist ein Klagelied. London, 1533. Heinrich VIII. Hat sich gerade heimlich mit Anne Boleyn verheiratet. Der Papst hat ihn exkommuniziert. Europa steht am Rand eines religiösen Krieges. In diesem Moment beauftragt der französische Botschafter Jean de Dinteville den Maler Hans Holbein mit einem Doppelporträt. Es soll Macht zeigen, Wissen, Kontrolle. Schau dir das Bild an. 2 Männer in ihrer besten Kleidung. Zwischen ihnen ein Regal voller Instrumente. Himmelsgloben, Sonnenuhr, Laute, Rechenbücher. Alles, was der Renaissance-Mensch für bedeutend hielt. Und dann ist da dieses Ding am Boden. Ein grauer, verzerrter Fleck. Er schwebt diagonal über den Vordergrund. Von vorn ergibt er keinen Sinn. Er sieht aus wie ein Schmierfleck, ein Fehler. Aber geh nach rechts. Stell dich tief und schau von der Seite hoch. Es ist ein Totenschädel. Holbein hat einen menschlichen Schädel so gemalt, dass er nur aus einem bestimmten Blickwinkel erkennbar wird. Diese Technik heißt Anamorphose, eine verzerrte Projektion, die sich erst aus einer ungewöhnlichen Perspektive auflöst. Leonardo da Vinci experimentierte damit in seinen Skizzen. Aber Holbein war der Erste, der sie in ein offizielles Porträt einbaute. Achte auf noch etwas. Die Laute auf dem unteren Regal hat eine gerissene Seite. Kein Zufall. Eine gerissene Seite steht für Zwietracht, für den Bruch, der durch Europa ging. Und jetzt schau ganz nach oben links, fast verborgen hinter dem grünen Vorhang. Ein silbernes Kruzifix, halb versteckt, kaum sichtbar. Glaube, der im Schatten steht, während Wissenschaft und Macht sich im Vordergrund breit machen. Holbein versteckte den Tod dort, wo er im Leben ist, direkt vor unseren Augen. Unsichtbar, bis wir unseren Blickwinkel ändern. Die Botschafter umgeben sich mit dem Besten, was die Welt zu bieten hat. Aber der Schädel liegt ihnen zu Füßen. Und sie sehen ihn nicht. (1656) Madrid, das Atelier des Hofmalers im Alcázar-Palast. Diego Velázquez steht vor einer riesigen Leinwand, in der Hand einen Pinsel. Neben ihm die 5-jährige Infantin Margarita Teresa, umgeben von Hofdamen, 2 Zwergen und einem großen Hund. Alle schauen dich an. Das ist das Erste, was dir auffällt. Die Infantin, die Hofdamen, Velázquez selbst. Sie blicken aus dem Bild heraus, direkt auf dich, als wärst du gerade in den Raum getreten. Jetzt schau an die Rückwand. Dort hängt ein Spiegel. Er ist dunkel, verschwommen. Aber in seiner Reflexion erkennst du 2 Gestalten. König Philipp IV. Und Königin Maria Anna. Sie sind nicht im Raum. Sie stehen dort, wo du stehst. Denk darüber nach. Der Spiegel reflektiert nicht, was vor ihm ist. Er zeigt nicht die Rückseite von Velázquez, nicht die Infantin. Er zeigt das Königspaar. Und das Königspaar steht genau an deiner Position. Du bist der König. Du bist die Königin. Du siehst, was sie sehen. Velázquez hat dich in das Gemälde hineingemalt, ohne dich zu malen. Aber warte, es gibt eine andere Theorie.
Der Fluchtpunkt der Perspektive liegt nicht im Zentrum des Spiegels. Er liegt daneben. Das bedeutet, der Spiegel reflektiert möglicherweise nicht das Königspaar selbst, sondern ihr Bild auf der riesigen Leinwand, an der Velázquez gerade arbeitet. Wir sehen die Rückseite dieser Leinwand. Wir werden nie wissen, was darauf ist. Und genau das ist Velázquez' Spiel. Er zeigt uns alles, den Raum, die Figuren, sogar sich selbst. Aber er verweigert uns das eine Bild, um das es eigentlich geht. Und dann ist da noch ein Detail. Schau auf seine Brust. Ein rotes Kreuz, das Zeichen des Santiago-Ordens. Velázquez wurde erst 3 Jahre nach Fertigstellung des Bildes zum Ritter geschlagen. Er ging zurück an die Leinwand und malte das Kreuz nachträglich hinein. Er adelte sich selbst in seinem eigenen Meisterwerk. (1893) Oslo, damals Christiania. Ein Mann geht mit 2 Freunden einen Weg entlang. Auf der einen Seite die Stadt, unter ihnen der Fjord. Die Sonne geht unter. Plötzlich wird der Himmel blutrot. Seine Freunde gehen weiter. Er bleibt stehen, zitternd, erschöpft. Und dann hört er etwas. Nicht einen Schrei von innen, einen Schrei von außen. Die Natur selbst schreit. Edvard Munch malte diesen Moment. Aber hier ist das Geheimnis, das fast jeder übersieht. Die Figur im Bild schreit nicht. Sie hört den Schrei. Schau genau hin. Die Hände sind nicht am Mund. Sie sind an den Ohren. Die Figur versucht, den Schrei der Natur auszublenden. Munchs Originaltitel war nicht Der Schrei. Er war Der Schrei der Natur. In der deutschen Fassung der Lithografie steht unter dem Bild: Ich fühlte den großen Schrei durch die Natur. Woher kam dieser Schrei? Eine Theorie. 10 Jahre zuvor, 1883, explodierte der Vulkan Krakatau in Indonesien. Die Eruption war so gewaltig, dass man sie 3000 Kilometer entfernt hörte. Millionen Tonnen Asche schleuderte der Ausbruch in die Atmosphäre. Über Monate hinweg glühten die Sonnenuntergänge in Norwegen blutrot und orange. Zeitungen in Oslo berichteten über die ungewöhnlichen Himmelsfarben. Aber da ist noch etwas. Forscher haben den genauen Ort identifiziert, an dem Munch stand. Der Weg auf dem Ekeberghügel. In Hörweite lagen damals 2 Einrichtungen, ein Schlachthaus und die psychiatrische Anstalt, in der Munchs Schwester Laura eingesperrt war. Und dann ist da die Inschrift. Oben links auf dem Gemälde, kaum sichtbar, steht mit Bleistift: Kann nur von einem Irren gemalt worden sein. Jahrzehntelang dachte man, ein Vandal hätte das geschrieben. 2021 bewies eine Infrarotanalyse. Es war Munch selbst, seine eigene Handschrift, auf seinem eigenen Bild. Niemand weiß, warum er das tat. Vielleicht eine Antwort auf seine Kritiker, vielleicht ein Geständnis, vielleicht beides. 5 Gemälde, 5 Spiegel. Van Eyck malte einen Spiegel, der Tote zurückholt. Leonardo versteckte eine Melodie, die man nur rückwärts lesen kann. Holbein malte den Tod so, dass man ihn nur sieht, wenn man den Blick verändert. Velázquez malte einen Spiegel, der dich zum König macht. Und Munch malte einen Schrei, der von niemand anderem kommt als von der Welt selbst. Die Bilder hängen in ihren Museen. Die Maler sind tot. Aber ihre Geheimnisse waren die ganze Zeit da, direkt vor unseren Augen. Die Frage ist nicht, ob du sie siehst. Die Frage ist, ob du genau genug hinschaust.